Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner vegetarischen und auch ketogenen Videos. Heute stellen wir leckere Weißkohlpuffer her und natürlich werden wir auch diese wieder weitgehend kohlenhydratfrei herstellen, indem wir sie ohne Mehl und ohne Paniermehl herstellen. So lecker wie die aussehen, genauso lecker schmecken die dann auch, Mashallah. Wir nehmen dazu einen halben Bio-Weißkohl, den wir von seinem Strunk befreien. Den könnte man hinterher entsaften, zusammen mit den grünen Säften, die ich immer presse. Wir schneiden den Kohl in grobe Stücke und geben ihn dann in die Küchenmaschine, und genauso tun wir das mit einer Bio-Karotte noch dazu. Und dann werden diese beiden Zutaten in der Küchenmaschine ganz klein geraspelt. Natürlich könnte man das auch mit der Hand tun, wenn man möchte. So sieht das Ergebnis aus, und das kommt jetzt hier in einen Nussbeutel und wird ausgepresst, damit wir einen möglichst trockenen Trester erhalten. Allerdings ist das auch nicht unbedingt notwendig. Man könnte das auch bleiben lassen, wenn einem das zu kompliziert ist. Den überaus gesunden, vitalstoffreichen Saft, den wir jetzt daraus gewonnen haben, den könnten wir gleich an Ort und Stelle trinken und dadurch einen richtigen Vitalstoff-Boost bekommen. Und den Trester werden wir dann weiterverarbeiten. Dazu werden wir zuerst dann die Gewürze hinzugeben. Und zwar habe ich hier jetzt Paprika benutzt, Knoblauchpulver, mein selbstgemachtes Gemüsebrühepulver. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal, und Himalaya-Salz. Als nächstes geben wir dann 2 Bio-Eier hinzu. Man könnte auch 3 Bio-Eier verwenden. Dann kommt Bio-Parmesan-Käse hinzu. Der sorgt für einen richtig leckeren Geschmack, Mashallah. Dann kommt etwas Flohsamenschalenpulver hinzu und ein wenig vollwertiges Mandelmehl. Und jetzt wird einfach alles gründlich hier durchgemischt. Und da ich am Ausprobieren war, habe ich dann einfach nochmal ein Ei hinzugegeben und noch mehr von dem Mandelmehl. Die genauen Mengenangaben werde ich euch dann wie immer unten in der Infobox mitteilen. Sobald wir dann eine schöne, relativ feste Konsistenz erreicht haben, hier wie gesagt nochmal das Mandelmehl dazu, dann ist der Teig fertig zum in der Pfanne anbraten. Dazu benutzen wir wie immer natives Bio-Kokosöl, und dann geben wir einfach immer einen gehäuften Esslöffel davon in die Pfanne und werden dann halt diese Puffer richtig schön rund formen. Und dann werden die einfach hier in der Pfanne angebraten, von beiden Seiten gleichmäßig, bis sie eine schöne goldbraune Farbe erreichen. Wichtig dabei ist, dass wir sie nicht auf großer Flamme anbraten, sondern auf relativer Mittelhitze, damit sie auch wirklich von innen gar werden. Ja, und dann wird das einfach mit allen anderen genauso getan, und am Ende sieht das Ergebnis so aus, wie wir das jetzt hier sehen. Köstlich schmeckende, gesunde Weißkohlbratlinge, die man dann zu einem leckeren, pikanten Dip reichen kann. In meinem Fall habe ich jetzt einfach wieder meinen leckeren veganen Cashew-Dip benutzt, weil ich den immer vorrätig habe, da ich ihn jeden Tag in meinen Salat gebe. Sehr gut passen würde aber auch meine probiotische Antipasti-Creme. Die kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Die ist einfach ein Traum, was den Geschmack betrifft. Abgesehen von ihrem gesundheitlichen Nutzen in Form des probiotischen, fermentierten, selbst hergestellten Cashewkäses, der darin enthalten ist. Was nun die Gesundheit von Weißkohl betrifft, so wirkt er wie alle Kohlarten sehr gut gegen Krebs, weil er sehr reich an Antioxidantien ist, stark entzündungshemmend wirkt und überaus reich an krebsbekämpfenden Glucosinolaten ist. Diese Eigenschaften treten bei rohem Kohl natürlich sehr viel mehr zutage, deshalb sollte man unbedingt diesen Saft am Anfang des Videos sofort auf leeren Magen trinken. Gedünsteter Weißkohl jedoch kann den Cholesterinspiegel besser senken als roher Weißkohl, weshalb wir auch durch die gedünsteten Weißkohlpuffer hier gesundheitliche Vorteile erlangen. Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr dieses Video mit euren Freunden und Bekannten teilt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.